bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch eine heiße, leckere Reissuppe Jauga zeigen. In Vietnam wird er meist zum Frühstück gegessen. Natürlich könnt ihr das auch als Hauptmahlzeit zu euch nehmen. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht also 1 Kilo Hähnchenschenkel. Ihr könnt natürlich auch ein ganzes Hähnchen nehmen. Ich habe hier jetzt 1 Kilo Hähnchenschenkel. Dann braucht ihr 100 Gramm Langkornreis. Dann habe ich hier 2 Zwiebellauchstangen. Dann habe ich etwas Koriander, eine Zwiebel, eine Kohlrabi, 30 Gramm Ingwer. Dann habe ich eine Knoblauchzehe, einen Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Und jetzt werde ich zuerst die Hähnchenschenkel dann mit kaltem Wasser gut abwaschen. Als nächstes werde ich das jetzt mit Salz und Pfeffer dann marinieren. So, jetzt bin ich fertig. Das werde ich jetzt kurz zur Seite stellen und werde dann den Reis kurz leicht anrösten. Ihr seht auch, wie die Reiskörner dann auch etwas dunkler werden bzw. nicht so glasig sind. Nächsten Schritt werde ich jetzt Wasser in den Topf geben, gebe die Hähnchenschenkel dann hinein. So. Und jetzt sind die Hähnchen einfach noch nicht bedeckt. Jetzt werde ich noch Wasser hinzugeben, sodass einfach das Wasser komplett die Hähnchenschenkel bedecken. Nun werde ich dann die Zwiebel, die Hälfte dann vom Ingwer, Knoblauch, dann von den Zwiebellauchstangen den weißen Teil unten. Das Grüne werden wir dann behalten für später. Und nun werde ich jetzt den Topf auf den Herd legen und das Ganze für ca. 1 Stunde köcheln lassen auf mittlere Stufe. Zwischendrin den weißen Schaum dann immer wieder abseihen. Nach 1 Stunde sieht jetzt die Brühe so aus. Jetzt werde ich die Hähnchenschenkel herausnehmen. Die Hähnchenschenkel werde ich jetzt kurz zur Seite stellen. Dann werde ich jetzt die Brühe dann abgießen mit einem Sieb. Damit ich weiß, wie viel Menge ich von der Brühe habe, werde ich das Ganze dann auch abmessen. So, mein Sieb stelle ich dann hinein und gieße das Ganze auch ab. Von der Brühe habe ich jetzt ca. 1 Liter, gebe jetzt das Ganze wieder in den Topf hinein. Und gebe jetzt noch mal 1 Liter Wasser dazu. Dann werde ich jetzt den Reis auch hineingeben. Und jetzt werde ich den Topf auf den Herd wieder stellen und auf niedrigster Stufe das Ganze dann leicht köcheln lassen. Während die Suppe dann hinten jetzt leicht aufköchelt, werde ich den Zwiebellauch in feine Ringe dann schneiden. Nun werde ich dann den Koriander in feine Stücke schneiden. Da drauf. Und jetzt den Ingwer in dünne, feine Streifen. Gebe das Ganze auch wieder in die Schüssel hinein. Die Hähnchenschenkel werde ich jetzt in kleine, dünne Streifen dann reißen. Und so sieht die Suppe jetzt aus. Jetzt werde ich das Ganze abschmecken. Also mit Salz und Pfeffer. Anschließend werde ich jetzt die Reissuppe in die Schüsseln hineingeben. Als nächstes gebe ich dann die Hähnchen in die Suppe hinein. Dann den Koriander, Zwiebellauch und zum Schluss jetzt den Ingwer. Sieht es nicht richtig lecker aus? Und so wäre das Rezept dann auch fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!